Hallo zusammen, im heutigen Video werden wir diesen Hirsch mit Aquarell zusammenmalen. Es wird ein Echtzeitvideo werden und die Vorlage dazu findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung als Link, wenn ihr gerne mitmalen möchtet. Als Papier verwende ich das Hahnemühle Expression 100% Baumwollpapier in Cold Pressed. Baumwollpapier hat die Eigenschaft, länger nass zu bleiben, und da ich auch nass in nass arbeiten möchte, ist das natürlich von Vorteil. Dazu habe ich ein Pinseltuch, 2 Wassergläser, die Farbe Neutraltinte, denn dieses Bild wird ein monochromes Bild, eine Mischpalette, ein Micron Fineliner, der wasserfest ist, den werde ich hier übrigens nicht verwenden, und ein Aero Color Professional Stift, den man mit diesen Aero Professional Airbrush Farben von Schminke auffüllen kann. Hier sind meine Pinsel, die ich verwende: ein Casaneo Rundpinsel in Größe 2, ein Datana Spin in Größe 7, ein Kagalowska von Da Vinci in Größe 2 und ein Vario Tip in Größe 12. Meine Vorlage habe ich mit Hilfe von Kohlepapier auf das Zeichenpapier übertragen. Und nun bereite ich mir meine Farbe vor. Dazu nehme ich etwas direkt aus der Tube. Wenn ihr die Farbe Neutraltinte nicht habt, ist es nicht schlimm. Ihr könnt zum Beispiel auch Paynes Grau-Bläulich nehmen oder Sepia oder eine ähnlich dunkle Farbe. Wichtig wäre hier einfach, dass ihr eine Farbe nehmt, die auch recht dunkel sein kann und nicht irgendwie zum Beispiel gelb oder sowas. Ich werde nun erstmal den Körper und den Kopf vom Hirschen malen und dann zum Schluss das Geweih. Beim Körper verwende ich erstmal die Nass-in-Nass-Technik. Das benutze ich halt recht gerne, um die erste Schicht sozusagen aufs Papier zu bringen. Hierfür feuchte ich nun das Papier vorher an mit klarem Wasser. Dafür verwende ich hier den Kagalowska Verwaschpinsel von Da Vinci. Der nimmt extrem viel Wasser und Farbe auf und eignet sich deswegen relativ gut. Aber zum Beispiel der Da Vinci Casaneo Verwaschpinsel oder ein größerer Rundpinsel würde auch gehen. Nun bringe ich etwas Farbe aufs Papier auf. Und zwar habe ich das Papier vorher 1 bis 2 Minuten ungefähr antrocknen lassen, sodass es nicht mehr so extrem feucht ist. Denn je feuchter das Papier, desto mehr, ja, wie soll ich das nennen, verläuft die Farbe, und je trockener sozusagen das Papier schon ist, desto weniger doll verläuft dann die Farbe. Und hier wollte ich das halt, dass es nicht komplett über das ganze Motiv verläuft, sondern dass ich mir jetzt schon mal sozusagen die Licht- und Schattenbereiche einmalen kann und später daran einfach weiterarbeiten kann. Neutraltinte ist eigentlich eine ganz coole Farbe. Die habe ich noch nicht so lange. Erinnert ein wenig an ein dunkles Violett. Und ja, Perry Lane Violett mag ich auch sehr gerne. Und diese Farbe ist halt nochmal deutlich dunkler. Hier seht ihr auch übrigens schön, wie sich die Farbe jetzt nach und nach verteilt. Mit klarem Wasser mache ich jetzt noch ein paar Striche am Rand des Motives, sodass die Farbe dahin verläuft sozusagen, um das Ganze ein wenig aufzulockern. Zudem arbeite ich persönlich auch gerne mit so Wassertropfen sozusagen, die am Motiv so runterlaufen. Ich weiß, das mag nicht jeder, und ich möchte hier halt einfach zeigen, wie ich das Motiv umgesetzt habe und wie meine Art es ist, dieses Motiv zu malen. Ihr könnt natürlich das machen, was ihr mit eurer Zeichnung oder euren Aquarell machen wollt. Hier habe ich jetzt ein paar Spritzer auf den Hirsch aufgebracht. Ich hätte vielleicht ein wenig das Blatt vorher bedecken sollen. Im späteren Verlauf mache ich das auch mal. Da war das auf jeden Fall eine gute Idee. Hier hätte ich das auch mal machen sollen, aber im Endeffekt war das jetzt nicht ganz so schlimm. Nun arbeite ich noch ein wenig am Ohr. Ihr seht, hier ist das Wasser schon getrocknet, weshalb sich die Farbe
nicht mehr ganz so verteilt. Und ich bringe auch noch mal ein paar mehr Schattenbereiche ein, damit das dort schon ein wenig dunkler ist. Wie erwähnt, findet ihr die Vorlage in der Videobeschreibung und wenn ihr das nachmalt und zum Beispiel bei Instagram postet, nutzt doch gerne den Hashtag VitasArtworks. Da schaue ich immer mal wieder vorbei und dann werde ich bestimmt auch euer Werk sehen. Und ich bin auch gespannt, mit welcher Farbe ihr das zum Beispiel dann umsetzen werdet. Ob auch mit Neutraltinte oder einer anderen Farbe zum Beispiel. Wie ihr seht, habe ich bei der Nass-in-Nass-Technik die Nase und das Auge sozusagen ausgelassen, also nicht mit angefeuchtet, eben weil ich hier ein bisschen detailreicher arbeiten möchte und das nicht so verlaufen aussehen soll. Übrigens finde ich, dass sich besonders einfarbige Bilder, also monochrome Bilder, auch gerade für den Anfang sehr eignen. Also ist das Video auf jeden Fall auch für Anfänger geeignet. Denn so muss man sich nicht auf die verschiedenen Farben konzentrieren, sondern kann sich voll und ganz auf den Kontrast konzentrieren, was ich finde bei einer Zeichnung oder einem Bild, wenn es auch nicht so 100% realistisch ist, sehr wichtig ist, um es halt für den Betrachter interessant zu machen. Um euch das ein wenig zu erleichtern, könnt ihr das, wie ich es gemacht habe, die Vorlage in Schwarz-Weiß speichern bzw. ausdrucken. Ich drucke mir meine Vorlagen ja meistens aus. Also nicht wundern, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung geht. Dort findet ihr das Motiv natürlich in farbig und ich habe das später am PC einfach entsättigt und habe somit nur noch ein Schwarz-Weiß-Bild vor mir. Nun habe ich das Bild trocknen lassen und ich beginne mit der nächsten Schicht. Hier bringe ich ein paar dunklere Details ein. Dafür verwende ich hier den Dartana Spin, weil der halt relativ viel Wasser und Farbe aufnimmt, aber trotzdem eine sehr, sehr feine Spitze hat. Wie erwähnt, könnt ihr natürlich auch jegliche andere Pinsel benutzen, die ihr zu Hause habt. Aber ich bin so ein kleiner Pinselmessi und möchte auch so ein bisschen die Vielfalt dann auch nutzen. Aber mit ein, zwei Pinseln würdet ihr so ein Bild auf jeden Fall auch hinbekommen. Für etwas größere Bereiche nehme ich jetzt wieder diesen Verwaschpinsel von Da Vinci, den Kagalowska, auch ein übrigens sehr genialer Pinsel, weil der einfach ähnlich ist wie der Verwaschpinsel, aber ich finde, der kommt einfach nochmal zu einer feineren Spitze zusammen. Die feinen Härchen male ich jetzt wieder mit den Dartana Spin ein wenig aus, weil ich damit einfach noch ein bisschen mehr Kontrolle habe bei diesen feineren Linien. Aber man könnte diese feinen Linien auch ohne Probleme mit einem feinen Rundpinsel machen oder auch mit den Kagalowska. Nun bringe ich ein paar Details am Kopf ein, sodass ich schon mal so ein bisschen die Fellstruktur andeute. Ich persönlich möchte bei diesen Aquarellen, die ich mache, nicht komplett ins Detail gehen, sondern schon, dass es so ein bisschen freier ist, dass man ein paar Details hat, ein paar Details erkennen kann, aber nicht, dass es zu überladen ist, weil gerade bei Aquarell finde ich, das lebt auch so ein bisschen davon, wenn das nicht ganz so detailreich ist, sondern noch man diesen aquarelligen Effekt ein wenig sieht. Aber wie gesagt, jeder kann das so handhaben, wie er das möchte. Es ist euer Bild, macht das so, wie es euch gefällt. Noch ein Tipp von mir, nutzt eure Pinsel auch sozusagen vielfältig, also malt natürlich mit der Spitze vom Pinsel, aber nutzt zum Beispiel auch diesen
kompletten Pinselkörper mal aus. Denn so habt ihr einfach viel mehr Möglichkeiten mit nur einem Pinsel. Und das werdet ihr jetzt gleich mal mit den Datana Spin sehen. Ich kann damit ja relativ feine Linien malen, aber wenn ich den Pinselkörper sozusagen aufs Papier drücke, kann ich auch größere Flächen damit machen. Und somit kann ich den Pinsel auch natürlich vielfältig verwenden. Übrigens eignen sich Profilansichten von Tieren auch besonders gut für Anfänger, weil man keine 2 Augen gleich zeichnen muss oder man muss auch die Nase nicht von vorne zeichnen. Ich finde, das erleichtert das Ganze schon ein wenig. Also ich fand anfangs auch Profilansichten immer ein wenig einfacher zu zeichnen als sozusagen Frontalansichten. Und noch ein Tipp, wenn ihr solche Tipps oder Allgemeintipps zum Thema Tiere malen und zeichnen nicht verpassen wollt, in diesem Monat soll es dazu noch ein Video geben. Und ja, wenn ihr es nicht verpassen wollt und es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Channel, klickt die Glocke an und dann werdet ihr das Video auch nicht verpassen. Mit einem kleineren Rundpinsel, den Casaneo Größe 2, bringe ich jetzt noch ein paar Härchen ein. Und ich möchte auch mit dieser Vielfalt der Pinsel so ein bisschen zeigen, wie man Fell malen kann. Also eben zum Beispiel mit einzelnen Pinselstrichen oder wie ihr gleich auch sehen werdet, zum Beispiel mit den Variotip Effektpinsel. Damit könnt ihr auch einen Großteil vom Fell zum Beispiel einmalen auf einmal. Und ein anderer Weg ist natürlich, jedes Haar einzeln einzuzeichnen bzw. zu malen, so wie ich es hier mit den Rundpinseln und den Datana Spin vorher gemacht habe. Mit den Schichten baue ich auch immer mehr Details ein und werde auch immer dunkler. Ihr habt ja gesehen, dass die erste Schicht schon sehr, ich sag mal, blass geworden ist, im Gegensatz dazu, wo sie halt nass war. Und das müsst ihr bei Aquarell halt auch so ein bisschen beachten, dass Aquarell in der Regel immer ein wenig heller trocknet, als es im nassen Zustand so zu sehen ist. Und bei diesem Bild war ich übrigens auch wieder beim Film. Ich weiß auch nicht. Ich bin bei Aquarell immer noch so ein bisschen aufgeregt, was das Filmen angeht. Warum kann ich auch gar nicht wirklich beschreiben. Mit der Zeit geht's dann, aber wenn ich anfange, dann bin ich irgendwie noch immer übelst aufgeregt. Ich weiß nicht warum, ob ich mich so freue oder ob ich denke, oh, wird das was, wird das nichts. Mit der ersten Schicht, muss ich sagen, war ich diesmal nicht ganz so zufrieden, wie ich sonst bin. Sonst bin ich meistens nämlich mit der ersten Schicht zufrieden und finde die total toll und danach nimmt das so ein bisschen ab. Aber hier war das irgendwie genau andersrum. Je mehr ich irgendwie daran gearbeitet habe, desto besser hat es mir diesmal tatsächlich gefallen. Manchmal denke ich mir halt, ich hätte nicht so viel machen sollen.
dann, nachdem ich die erste Schicht gemacht habe. Aber wie gesagt, diesmal hat es sich ins Positive entwickelt, finde ich. Nun kommt das Fell im Nackenbereich und da werdet ihr gleich sehen, dass sich dieser Strich, den ich jetzt erstmal in den Hintergrund gemacht hatte bei der ersten Schicht, sich nun deutlich absetzt vom eigentlichen Motiv. Heißt, es ist quasi nur noch so ein bisschen im Hintergrund zu sehen, wie ihr jetzt über den dunkleren Fell seht. Und diesen Effekt finde ich, ehrlich gesagt, echt schön und das werde ich wohl auch wieder in weitere Bilder einbauen. Ich meine, bei der bunten Eule hatte ich das auch schon so ähnlich gemacht und das gefällt mir auf jeden Fall. Und ich finde, man muss auch immer selber schauen, was einem da so gefällt, weil bei Aquarell ist relativ viel möglich und selbst während des Malprozesses hatte ich irgendwie noch andere Ideen. Habe auch tatsächlich überlegt, ob ich den Hirsch nicht nochmal male mit meiner anderen Idee. Aber ich habe gedacht, nein, ich werde noch so viel mehr malen. Ich werde das mal in einem anderen Motiv dann ausprobieren. Wobei ich das, was ich mit der Eule gemacht hatte, in meinem einen Skizzenbuch, da hatte ich ja irgendwie 8, 9 Mal die Eule gemalt mit verschiedenen Effekten, mit verschiedenen Farben. Ich fand das halt schon sehr interessant zu sehen, was sowas mit einem Motiv macht, auch allein die Farbwahl und die Stilmittel, die man da so einsetzt, also beziehungsweise ob man mit Salz arbeitet oder ob man viele Details einarbeitet oder nicht. Aber ich habe mich jetzt entschieden, nicht nochmal den Hirsch so zu malen. Hier seht ihr jetzt, wie ich mit dem Variotip Effektpinsel die Haare am Hals ausarbeite. Dazu habe ich den Pinsel einfach angefeuchtet und da auch in die Farbe, in die relativ flüssige Farbe eingedippt sozusagen und kann dann ganz einfach mehrere Fellstriche sozusagen auf einmal machen. Und ich finde, diese Striche damit wirken noch irgendwie natürlicher, weil sie so ein bisschen zufälliger sind, je nachdem, wie man halt den Pinsel hält und wohin man ihn dreht. Und ich muss sagen, damit hat mir das Fell wirklich richtig gut gefallen. Also wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, Fell flächig auszuarbeiten, entweder mit einem einzelnen Pinsel einzelne Härchen zu machen oder zum Beispiel mit so einem Effektpinsel Härchen zu machen. Ach so, und falls ihr kein Aquarell malt, das wollte ich eigentlich am Anfang schon sagen, am Sonntag gibt es das gleiche Motiv, was ihr hier seht, nochmal in Buntstift auf grauem Papier, auch in Schwarz-Weiß, also auch ein monochromes Bild zu sehen. Und da könnt ihr natürlich auch wieder gerne mitmachen und euch mal den Unterschied so ein bisschen anschauen zwischen Aquarell und Buntstift. Wobei man natürlich sagen muss, dass wenn ich jetzt zum Beispiel das Buntstiftbild oder das Aquarellbild nochmal malen würde, würde das wahrscheinlich nicht genauso aussehen wie das hier jetzt, sondern es würde immer ein wenig anders sein. Mit den großen Verwaschpinsel bringe ich jetzt nochmal dunklere Härchen mit rein, die sich auch so ein bisschen von den Rest der Härchen abheben, die ich mit dem Effektpinsel gemacht habe, damit ich da einfach noch ein bisschen mehr Tiefe reinbekomme und das nicht alles so hell wird. Denn ich möchte halt vor allem mit dem Kontrast arbeiten und das schaffe ich natürlich, indem ich, wenn möglich, weiß und sozusagen schwarz auf einem Blatt bzw. in einem Motiv habe. Wie gesagt, den Detailgrad könnt ihr natürlich selber bestimmen, aber ich möchte hier jetzt nicht ganz ins Detail gehen, was das Fell angeht, sondern ich möchte halt das ein wenig freier gestalten. Und ich muss sagen, ab diesem Punkt hatte ich irgendwie Hoffnung für das Motiv, weil es mir dann irgendwie wieder gefallen hat, wegen dieser Fellstriche auch, die ich so am Rand so gemacht habe. Das hat mir persönlich einfach gefallen, weil es so ein bisschen, ja,
was Freieres hatte irgendwie. Ich weiß sonst nicht, wie ich das richtig anders beschreiben soll. Aber ich finde halt, mit den Effektpinsel habe ich das nicht so dunkel hinbekommen, die einzelnen Striche. Zudem wären sie mir dann auch wieder zu viele und zu fein geworden, weil wenn man das dann überlappend zeichnet, malt, dann wirkt es im Schluss natürlich immer feiner und das wollte ich halt nicht und deswegen habe ich hier dafür den Verwaschpinsel genommen, wodurch ich auch verschieden dicke Striche natürlich besser machen kann. Übrigens hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefällt. Dann lasst natürlich gerne ein Like da und schreibt auch natürlich super gerne einen Kommentar. Denn diese Interaktion mit den Videos hilft mir persönlich einfach, oben weiter gerankt zu werden, zum Beispiel bei Suchen. Und so können mich andere Leute besser finden, die mich bisher noch nicht kennen. Also vielen Dank dafür. Und ja, weil die letzten Monate echt der Kanal richtig mega gewachsen ist, wollte ich hier mit diesen beiden Echtzeitvideos, also diesen Aquarellvideo jetzt und das, was am Sonntag online kommt, mit dem Buntstift, als kleines Dankeschön für euch machen oder ja, nachträgliches Weihnachtsgeschenk für euch. Ich wollte auch mal ein bisschen was zurückgeben, auch wenn das so ein bisschen mehr Arbeit ist, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal auch mit demselben Motiv, dass wenn jemand kein Aquarell malt, dass er das dann mit Buntstift umsetzen kann. Oder wenn einer kein Buntstift oder nicht mit Buntstift arbeitet, dass er dann mit Aquarell das Motiv umsetzen kann. Also ich gebe gerne Feedback, wie euch das gefällt, auch mal das gleiche Motiv in verschiedenen Techniken zu sehen. Wie gesagt, für mich persönlich ist das immer interessant, muss ich sagen, wie unterschiedlich das wirken kann, obwohl es eigentlich ja die gleiche Vorlage ist. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mich da hingehend weiter unterstützen würdet. Und natürlich, wie schon erwähnt, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und meine Videos schaut, lasst gerne ein Abo da. Das gibt mir auch nochmal ein wenig mehr Motivation, Videos für euch zu machen, Content für euch zu schaffen. Also vielen Dank dafür an euch. Und jetzt male ich immer mehr Fell ein mit dem Datana-Pinsel, bis ich dann irgendwann gedacht habe, es reicht, weil ich finde, Aquarelle kann man also mache ich gerne, so overworken, dass es dann halt ja nicht mehr so aquarellig wirkt, sondern schon sehr detailliert wirkt. Und das ist, ich will nicht sagen, ein Problem. Also ich glaube, das ist, doch, ich nenne es mal so mein größtes Problem bei solchen Sachen, dass ich dann denke, da muss noch mehr Details und im Nachhinein denke ich mir dann halt, manchmal ist weniger auch mehr, gerade wie gesagt bei Aquarell. Und dieses Video oder diese Videos zu Aquarell helfen mir zum Beispiel auch, den richtigen Zeitpunkt besser zu erkennen, weil ich finde, von weiter weg wirkt ein Bild immer noch mal anders, als wenn ich da direkt vorsitze und die einzelnen Striche einfach nur sehe. Gerade weil ich es ja auch irgendwie gewohnt bin, bei Buntstift zum Beispiel relativ viele Details einzuarbeiten, ist es dann komisch, bei Aquarell das nicht zu tun. Und ich weiß nicht, vielleicht so ein Fact für euch, ich habe bei diesem Bild die meiste Zeit gestanden. Also ich habe kaum gesessen, sondern einfach durch dieses Stehen, gerade am Anfang mit den Nass-in-Nass-Arbeiten, da sehe ich das irgendwie besser, wenn ich das Bild sozusagen von weiter weg mir anschauen kann. Und deswegen stehe ich dann meistens dabei. Hier seht ihr auch, wie ich einige Details auch immer dunkler und dunkler mache, einfach um diesen Kontrast hinzubekommen und ein paar mehr Abstufungen im Feld zu bekommen. Und diese Details arbeite ich halt in der Nass- und Trockentechnik auf, heißt also,
mit nasser Farbe auf trockenem Papier, weil, wie ihr anfangs gesehen habt, in der Nass-in-Nass-Technik würde das so nicht funktionieren. Man würde keine klaren Linien erkennen können, weil das halt alles ineinander übergeht und sich sozusagen verwäscht. Und deswegen mache ich die Details wie die Fellstriche oder auch das Auge und sowas in der Nass auf Trocken Technik. Ich werde auf jeden Fall solche monochromen Bilder nochmal öfter machen, weil mir persönlich machen sie einfach sehr viel Spaß. Sie gehen relativ schnell. Ich finde, sie haben sehr viel Ausdruck. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, weswegen ich auf jeden Fall weitere solcher Bilder machen werde. Und auf diesem Channel wird es auf jeden Fall auch vermehrt jetzt dieses Jahr um Aquarell gehen, weil ich finde das einfach eine schöne Technik, weil momentan meine Lieblingstechnik, und das möchte ich halt auch hier auf den Channel ein wenig vertreten sozusagen. Und ja, vielleicht lernen ja einige von euch dadurch auch mit Aquarell zu malen oder stoßen ja ein paar neue von euch dazu. Also wenn ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Ich bin Caro und zeichne und male seit 2010 nun Tiere und Aquarell richte ich erst seit 2019. Ich ärgere mich ein bisschen, so spät angefangen zu haben, aber besser spät als nie und deswegen möchte ich das momentan umso mehr auskosten, das auch oder damit auch zu arbeiten. Und in dieser Ansicht muss ich kurz so unterbrechen, habe ich irgendwie gedacht, der Hirsch sieht aus wie eine Kuh. Ich weiß nicht, ich habe das Bild angeguckt und dachte, wenn man das Geweih jetzt irgendwie weglässt und den Kopf noch irgendwie oben weitermalt, dann sieht das aus wie eine Kuh. Ich weiß nicht. Ich finde schon, dass es was von der Kuh hat. Naja, das nur so am Rande. Auf jeden Fall möchte ich meine Liebe zu Aquarell mit euch gerne teilen. Und ich weiß auf jeden Fall eins, dass ich so monochrome Bilder auf jeden Fall mit Paynes Grau, bläulich und mit dieser Neutraltinte mit am schönsten finde. Also für mich persönlich jetzt. Sepia finde ich auch okay, aber ich glaube, ich würde tatsächlich die beiden anderen Töne da bevorzugen. Aber man wird es sehen. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann nochmal ein monochromes Bild von mir hier auf den Channel. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Aber wie gesagt, bei Aquarell geht es mir persönlich nicht darum, mega detailliert zu arbeiten oder mega realistisch, weil ich meine, so Wassertropfen oder sowas am Hirschkörper sind ja jetzt auch nicht so realistisch. Oder dass die Farbe vom Hirsch so in den Hintergrund verläuft oder sowas. Aber mir persönlich gefällt das einfach. Und deswegen mache ich es halt auch. Und genauso zeige ich euch das halt auch. Natürlich gibt es viele, viele andere Wege, die zum Ziel führen. Und ich kann halt auch immer nur wieder sagen, probiert euch da einfach aus, schaut, was euch gefällt, was euch vielleicht gar nicht gefällt, was euch gar nicht zusagt. Und so könnt ihr euch immer weiter einordnen, was ihr so gut findet beim Malen mit Aquarell. Ja, nun habe ich wieder immer mehr und immer mehr kleine Härchen eingemalt. Und ich musste hier tatsächlich aufpassen, dass es halt echt nicht zu viel wird, ich wollte, dass man halt so ein paar Härchen
sieht, also so ein paar Details, aber nicht zu viele. Und diese Balance zu finden, wie gesagt, da tue ich mich auch noch schwer mit. Oder dass man Aquarelle, oder ich möchte Aquarelle allgemein nicht so overworken, sondern dass sie auch noch so ein bisschen ja, freier wirken und so ein bisschen aquarellig halt und nicht zu steif und sowas. Also wie gesagt, ich persönlich finde das noch ein bisschen schwer. Aber ich lerne, wie gesagt, auch daraus, indem ich das zum Beispiel aufnehme, mir jetzt im Nachhinein anschaue, das Voice-Over darüber mache und vielleicht auch für mich sehe und erkennen kann, wo hätte ich vielleicht stoppen müssen, wo hätte ich stoppen sollen, an welcher Stelle war ich zufrieden, ab wann wurde es komisch für mich. Wobei ich sagen muss, dass ich mich hier jetzt bei den Haaren am Kopf anfangs wirklich zusammenreißen musste, dass ich nicht zu viel reinmale, weil wenn man erstmal so im Flow ist, fällt mir das persönlich echt schwer, dann so einen Schluss zu finden. Aber für mich persönlich habe ich diesmal tatsächlich einen guten Abschluss gefunden, womit ich zufrieden war, was halt das auch bewirkt hat, was ich erreichen wollte, also dass man ein paar Details erkennen kann, aber dass es halt nicht zu detailliert wirkt. Zum Beispiel auch die Haare direkt an der Stirn oder am Kopf, also bevor es zum Geweih geht, dort habe ich das jetzt auch nicht 1:1 von der Vorlage übernommen, sondern ich habe das einfach angedeutet, dass da so ein bisschen Struktur im Fell ist. Und in Buntstift zum Beispiel hätte ich da einfach die ganzen Härchen eingemalt mit den ganzen verschiedenen Fellrichtungen und sowas. Und das wäre, finde ich, für das Aquarell dann zu viel gewesen. Für meinen Geschmack. Für das, wie ich sozusagen die Bilder male. Wichtig war mir aber auf jeden Fall, dass ich trotzdem Kontrast im Bild habe. Deswegen gehe ich auch immer wieder bei den ganz dunklen Stellen mit immer dunklerer Farbe da rein, damit ich halt, wie gesagt, Abstufungen habe, aber trotzdem diese dunklen Details da drin habe und somit Kontrast aufbauen kann. Denn, wie gesagt, es ist wirklich bei einer realistischen Zeichnung auf jeden Fall wichtig, aber auch um ein Bild interessant zu machen, finde ich Kontrast persönlich auch sehr wichtig. Wie ihr auch immer wieder schön erkennen könnt, auch mit einem Pinsel kann man viele verschiedene Stricharten sozusagen machen. Übt da, wenn ihr da ein wenig Übung noch braucht, vielleicht auf ein extra Blatt, wie doll ihr mit einem Pinsel aufdrückt, was dann für ein Strich entsteht und so weiter. Auf jeden Fall kann man mit einem Pinsel sehr viele Variationen machen. Und ich möchte nochmal sagen, man braucht nicht so viele Pinsel, wie ich habe. Das ist für mich so nice to have. Ich mag die Pinsel gerne. Wie gesagt, der Vario-Tip ist jetzt ein besonderer Pinsel, den ich halt für so Fell ganz cool finde. Aber ansonsten wäre man wahrscheinlich auch mit einem Pinsel hingekommen, abgesehen vom Vario-Tipp. Außerdem habe ich hier auch extra, wie gesagt, nur mit einer Farbe gearbeitet. Einmal, weil es leichter ist für Anfänger, finde ich persönlich, weil man eben nur auf den Kontrast achten muss. Außerdem kann man so natürlich mit wenig Material anfangen, weil man rein theoretisch nur eine Farbe braucht, das Papier und 1, 2 Pinsel. Und man kann trotzdem super schöne Kunstwerke erschaffen. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass ihr da auf jeden Fall eine Farbe nehmt, die schwarz im dunkelsten Ton schon recht nahe kommt. Ihr müsst nicht unbedingt Neutraltinte nehmen, ihr könnt auch allgemein ein Schwarz nehmen oder ein ganz, ganz dunkles Grün oder so etwas in der Richtung. Also es muss jetzt nicht genau die Farbe sein, die ich hier verwende.
Ihr seht auch, dass ich nicht unbedingt sehr viel dunklere Details manchmal einbringe, sondern dass ich auch einfach die Farbe in einer etwas helleren Version sozusagen da reinstriche, damit nicht jeder Strich extrem dunkel ist und schwarz ist, sondern einfach nur vom Untergrund, was ich schon grundiert habe, hervorsticht und dass man das wahrnimmt. Dann habe ich noch ein bisschen bei der Nase dran gearbeitet, weil mir persönlich da ein bisschen zu viel weiß war, damit das nicht komplett sich abhebt vom Rest, sondern damit das auch so ein bisschen sich in das Gesamtbild einfügt. Und jetzt kommen wir gleich zum Geweih. Ich muss sagen, so zufrieden wirklich, wie ich mit dem Körper und dem Kopf war, desto unzufriedener war ich anfangs mit dem Geweih. Hier sieht man übrigens immer noch, wie das aussieht wie so eine Kuh. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat das so eine Kuhähnlichkeit. Also ich wollte so einen Untergrund machen, also mit einer helleren Farbe von der Neutraltinte, also einen ganz hellen Wash sozusagen. Ich hätte vielleicht nicht alles ausmalen sollen, sondern ich hätte da wirklich mehr Lücken lassen sollen, damit auch etwas deutlich heller ist, weil so wirkt jetzt alles im Nachhinein relativ einheitlich. Ja, also mein Plan war, ich überlege mir auch immer, wie könnte man die Struktur der Sache gut darstellen. Und ich wollte, wie gesagt, so eine Untergrundfarbe schon mal haben und darüber an einigen Stellen mit so Dry Brush, wodurch ja in die Papiervertiefung nichts an Farbe kommt, sondern nur an den Erhöhungen sozusagen, diese Geweihstruktur machen. Also so war ursprünglich mein Plan. Hätte ihn auch gerne so umgesetzt, aber ich habe das tatsächlich mit dem Dry Brush nicht so richtig gut hinbekommen. Ich bin da nicht so geübt drin, muss ich sagen. Aber ihr werdet gleich mehr sehen. Also zum Schluss war ich dann wieder recht zufrieden mit dem Geweih. Aber zwischendurch habe ich echt gedacht, musste eine Lösungsfindung her, wie ich das sozusagen für mich persönlich noch retten kann, ohne dass es jetzt total Banane aussieht. Aber auch das gehört zum Lernprozess dazu, Lösungen für Probleme zu finden, Bilder sozusagen noch zu retten, so dass man damit doch noch zufrieden ist und nicht einfach so die Flinte ins Korn werfen und aufhören. Nein, das Bild wird durchgezogen bis zum Ende und ich versuche dann immer das Beste daraus zu machen. Denn wie gesagt, ich finde, so lernt man halt auch einfach am meisten, indem man schaut, wie kann ich das Bild noch retten? Gibt es eine andere Möglichkeit, die ich bisher übersehen habe? Was kann ich noch tun? Und ja, dabei kann man auf jeden Fall auch sehr viel lernen. Nun ist das Papier noch etwas feucht und da bringe ich trotzdem schon mal ein bisschen mehr Farbe aufs Papier, damit das noch so leicht verschwimmt mit der vorherigen Farbe, die ich aufgebracht habe, aber nicht zu stark. Und dafür sollte das Papier dann halt leicht angetrocknet sein, damit man das dann auch so hinbekommt. Und ich wollte somit einfach schon mal die Licht- und Schattenbereiche ins Geweih umsetzen, um dann das, wie gesagt, trocknen zu lassen und mit der Dry Brush Technik dann ein paar Details reinzumachen.
Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich noch. Zudem möchte ich nochmal an dieser Stelle erwähnen, es tut mir leid, falls die Qualität des Videos nicht ganz so toll ist. Es war die letzten Tage wirklich sehr dunkel, beziehungsweise sehr lichtschwankend, und deswegen, ich hoffe, man kann alles gut erkennen, und ja, wie gesagt, es tut mir leid, falls es mal nicht ganz so gut ist von der Qualität her, das Video. Ihr seht jetzt daran, dass da nichts wirklich so ausblumt sozusagen, dass dort, wo ich jetzt zeichne, das Papier schon trocken ist. Heißt, wenn ich da jetzt gleich was verwischen möchte, müsste ich meinen Pinsel jetzt sozusagen dann ein bisschen sauber machen, wieder frisch anfeuchten mit sauberem Wasser und das dann ein wenig verwischen. Um mir manche Flächen ein wenig zu erleichtern, habe ich das Papier dann einfach ein wenig gedreht, weil ich sonst entweder zum Beispiel in nasse Flächen reingekommen wäre mit dem Pinsel bzw. mit der Hand, oder ich hätte einfach das ganze Bild verdeckt, und das wollte ich ja auch nicht. Ihr sollt ja auch ein wenig was dann davon sehen, wenn ich das schon mache. Und hier habe ich jetzt einen sauberen Pinsel genommen, wo ich wie gesagt ein kleines bisschen Wasser habe, den angefeuchtet habe, das dann am Tuch ein bisschen abgetrocknet habe, sodass der sozusagen nur noch so, ja, so angefeuchtet ist und nicht mehr komplett nass. Deswegen habe ich auch manchmal verschiedene Pinsel bzw. 2 Pinsel so für einen Bereich. Einen, womit ich jetzt die Farbe aufbringe, und den anderen, womit ich zum Beispiel dann die Farbe ein wenig mehr verwische, damit ich meinen Pinsel, also da die Farbe nicht immer wieder auswaschen muss, weil das ist ja auch so ein bisschen Verschwendung. Ich meine, die Farben sind nicht gerade günstig, und ja, dann kann die Farbe nämlich am Pinsel bleiben, die da bereits schon drin ist, und mit den anderen Pinseln verwische ich das sozusagen nur noch oder verblende das, könnte man eher sagen. Und den anderen Pinsel wasche ich dann immer wieder zwischendurch aus. Aber da kommt ja eh nicht so viel Pigment dran, von daher ist das da dann nicht ganz so schlimm. Nun kommen wir zum zweiten Teil des Geweihs. Und hier hatte ich auch irgendwie Probleme mit diesem Verwaschpinsel, direkt die Form nachzumachen. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu viel Wasser und Farbe drin hatte. Auf jeden Fall habe ich damit manchmal nicht ganz sauber arbeiten können. Und in diesem Ausschnitt sieht ihr übrigens, was mir anfangs passiert ist, als ich diese Spritzer auf dem nassen Papier machen wollte. Da sind mir die nämlich auch weiter nach oben zum Geweih hingekommen, ein paar Spritzer. Das finde ich persönlich nicht ganz so schön. Aber ihr werdet auch gleich meine Lösungsfindung für das Problem sehen. Wegmachen konnte ich sie nämlich nicht wirklich, also musste eine andere Lösung her. Aber jetzt bleiben wir erst noch mal kurz beim Geweih. Während nämlich die eine Seite trocknet, kann ich jetzt die andere Seite bearbeiten und habe so halt auch kaum Wartezeit, weil die sich ja kaum berühren, die Geweihe. Und wenn da ein klein wenig was ineinander läuft, hätte ich das jetzt persönlich auch nicht schlimm gefunden. Auf den feuchten Untergrund, also auf der feuchten Farbe, bringe ich jetzt wieder mehr Farbe mit ins Geweih ein. Das heißt also weniger Wasser, mehr Pigment in der Farbmischung. Und ihr seht ja auch beim anderen Geweih, wie hell das Geweih schon geworden ist, obwohl die Farbe vorher auch recht dunkel aussah.
Ich persönlich muss aber auch sagen, beim Geweih hätte ich ein wenig mehr mit Kontrasten arbeiten können. An einigen Stellen hätte ich es noch ein bisschen heller lassen können, als es zum Schluss geworden ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich halt wirklich sehr zufrieden mit der fertigen Zeichnung. Aber das ist auf jeden Fall was mir noch aufgefallen ist. Also Notiz an mich für nächstes Mal, nicht alles gleich grundieren, sondern auch weiße Stellen einfach lassen. Und ich hätte hier auch einiges noch mit Gouache einfach aufhängen können, aber das ist auch, wenn ich damit einmal anfange, das zu nutzen, dann ist es für mich persönlich auch echt schwierig, da auch ein Ende zu finden. Und dann sieht das auch immer alles so overworked aus mit Gouache. Und deswegen habe ich mich hier jetzt in dem Fall dann gegen Gouache entschieden. Also wie gesagt, ein klein wenig mehr Kontrast hätte den Geweih im Endeffekt, glaube ich, ganz gut getan. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bin ich mit dem Aquarell wirklich zufrieden, weil mir das Gesamte einfach super gefällt. Und ich finde auch immer, man muss auch einen Punkt mal finden, wo man zufrieden ist. Wenn man immer nur an einer Zeichnung sitzt und nie damit zufrieden ist. Und gerade bei realistischen Zeichnungen natürlich geht immer noch mehr, aber ich finde es schon eine demotivierende Vorstellung, wenn man mit keinem Bild zufrieden ist. Man muss halt immer auch seinen Kenntnisstand und seinen Stand der Dinge sehen und wissen, und dass man natürlich nicht so zeichnet, in der Regel wie andere, die 10, 20 Jahre zeichnen, das muss einem halt auch klar sein. Und hier habe ich übrigens versucht, mit der Dry Brush Technik so ein Geweih-Struktur hinzubekommen. Aber es wollte mir einfach nicht glücken. Einmal sind die Vertiefungen und die Erhöhung von diesem Papier halt nicht so mega unterschiedlich. Zudem habe ich, finde ich, im Nachhinein einen Pinsel genommen, der extrem viel Wasser und Farbe aufnimmt. Und damit komme ich dann auf so kleinen Raum nicht so gut zurecht, wenn ich die Dry Brush Technik verwenden möchte, und habe deswegen, das werdet ihr gleich auch irgendwann sehen, auf einen Nova Synthetic meine Strategie geändert und habe den Pinsel genommen, weil die nicht ganz so viel Wasser und Farbe aufnehmen, und damit hat das dann schon ein bisschen besser geklappt. Aber wie gesagt, da bin ich dann halt auch erst ein klein wenig später drauf gekommen. Und ja, hätte man früher drauf kommen können, aber wie gesagt, das ist meine Lösung fürs nächste Mal, wenn ich dieses Papier verwende oder Papier, wo nicht viel Vertiefungen sind. Dann nehme ich einfach einen Pinsel, der nicht so viel Wasser und Farbe aufnimmt, und verwende den dann für die Dry Brush Technik, weil mir fiel das damit deutlich leichter, muss ich sagen. Und diese Ecke, wo ich jetzt gerade bei bin, beim Geweih, die hat mir zu dem Zeitpunkt schon richtig gut gefallen, weil sie auch ein bisschen heller hat. Sie wirkt so, als hätte sie schon ein bisschen Struktur, weil das so leicht abgeschwächte Grautöne schon drin hatte. Und dann wollte ich das halt auch nicht so viel noch dran bearbeiten, sondern bin erstmal nach oben zum Geweih hingegangen und habe daran dann weitergearbeitet.
Und übrigens, dieses Bild wird auch zum Verkauf stehen, als auch das in Buntstift. Wenn ihr mich und meine Kunst also unterstützen wollt, könnt ihr auch meine Kunst zum Beispiel einfach kaufen. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr ebenfalls alle Bilder und Zeichnungen, die zum Verkauf stehen, als auch einige limitierte Kunstdrucke. Und wie gesagt, auf diesem Weg könnt ihr mich und meine Kunst und meinen Channel natürlich auch ganz einfach unterstützen. So, hier habe ich jetzt den Nova Synthetic genommen, um damit die Dry Brush Struktur etwas hinzubekommen. Und ihr seht, damit ist mir das deutlich einfacher geglückt. Einfach, wie gesagt, weil er nicht so viel Wasser und Farbe aufnimmt. Und wenn ich den relativ schräg gehalten habe, seht ihr das, dass ich das halt auch recht gut dann hinbekommen habe. Wie gesagt, blöd, dass ich das erst dann irgendwie gemacht habe. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch dazu gelernt, habe das für mich sozusagen abgespeichert und werde das dann so auch das nächste Mal dann machen, dass ich einfach, wie gesagt, einen Pinsel nehme, der dann nicht so viel Wasser und Farbe hält. Hier seht ihr das auch ganz schön, dass es halt damit dann recht gut geklappt hat. Da ich aber jetzt nicht wollte, dass es alles so aussieht, nämlich schon ein wenig anders als das andere Geweih, also der andere Geweihteil, habe ich mich dann dazu entschlossen, nicht alles so zu machen in dieser Dry Brush Technik, sondern einfach nur einzelne Bereiche und den Rest dann wieder mit den Datana Spin sozusagen einzumalen. Einfach damit es halt so ein bisschen zusammengefügter wird und nicht diese Geweihteile komplett unterschiedlich aussehen. Und mittlerweile, finde ich, sieht das auch gar nicht mehr so kuhmäßig aus. Es hat eine Hirschform angenommen. Jetzt mal ehrlich, ich habe echt gedacht, das sieht aus wie eine Kuh. Wie soll das jemals ein Hirsch werden? Aber ein Geweih bringt halt doch ein wenig was. Trägt seinen Teil dazu bei, dass es nicht mehr aussieht wie eine Kuh, sondern wie ein Hirsch. Und ich freue mich, wie gesagt, jetzt schon, wo ich mir das halt auch im Nachhinein nochmal anschaue, sehr darauf, weitere Aquarelle zu malen. Weil, wie gesagt, es macht mir einfach sehr viel Spaß, ein bisschen freier zu arbeiten, ein bisschen zu experimentieren, ein Problemlösung zu veranstalten, zu schauen, welche Effekte gefallen mir, was gefällt mir an den Aquarellen, was gefällt mir nicht so. Und ja, da bin ich ja auch noch so ein bisschen, ich sag mal, in der Findung. Ich habe zwar schon einige Sachen, die mir gefallen, manche, die mir nicht so gut gefallen, aber wie gesagt, das ändert sich wahrscheinlich auch immer mal wieder. Da hilft halt nur ausprobieren, selber zu schauen, was man gut findet, wie man was am besten machen kann. Und dann bin ich gespannt, wo ich dann am Ende des Jahres so mit Aquarell stehen werde. Hier seht ihr halt auch schon, dass das Geweih relativ einheitlich, also von der Farbe oder vom Kontrast, hat das nicht so viel Kontrast. Ich meine, das ändert sich gleich noch ein bisschen, aber
auch das werde ich fürs nächste Mal mitnehmen, da dann noch so ein bisschen mehr auf den Kontrast zu achten. Wie gesagt, das habe ich so für mich auch aus diesem Bild mitgenommen, obwohl ich, wie gesagt, mit dem Endergebnis auf jeden Fall wirklich richtig zufrieden bin. Aber man lernt ja nie aus, sage ich mal. Nun bringe ich noch vereinzelt Härchen ins Gesicht mit ein, was mir noch so aufgefallen ist. Denn in der Zeit kann das Geweih jetzt nämlich auch wieder ein wenig trocknen. Und somit habe ich wieder keine Wartezeit. Und wenn man übrigens ein ungeduldiger Mensch ist und nicht warten möchte, bis es von selber getrocknet ist, kann man natürlich sich auch mit einem Föhn auf kleinster Stufe behelfen und dann sein Papier ganz einfach trocken föhnen. Aber in der Regel bräuchte ich es halt nicht oder brauche ich es nicht, weil ich dann in der Zeit einfach irgendwie was anderes mache, zum Beispiel Sachen vorbereiten oder Instagram-Post oder ähnliches. Und dann nutze ich die Zeit einfach dann dafür. Nun habe ich noch vereinzelt kleine Wassertropfen ans Geweih gemacht und habe nochmal unter das Geweih auf der linken Seite ein wenig mehr Schatten gesetzt. Auch am Nacken und Hals bringe ich nochmal ein wenig mehr Kontrast mit einzelnen sehr, sehr dunklen Härchen ein. Und hier seht ihr nochmal, wie ich mich in Dry Brush versuche. Wie gesagt, diese Ecke vom Geweih gefällt mir richtig gut. Und hier versuche ich auch nochmal ein bisschen Struktur ins Geweih reinzubringen, indem ich die Dry Brush Technik verwende. Mit dem Aero Professional Color Stift, den ich wie gesagt mit so einer flüssigen Acrylfarbe aufgefüllt habe. Das muss auf jeden Fall das deckende Weiß dann davon sein. Das ist halt auch beides von Schminke. Und damit habe ich jetzt feine, helle Details noch ins Fell eingebracht und ins Geweih. Auch hier muss ich wieder schauen, dass ich da nicht zu sehr eskaliere mit diesem Stift, weil, wie gesagt, wenn man da erstmal so im Flow drin ist, dass man so Härchen einzeichnet, dann geht das rucki zucki, dass ich das dann so voller Haare gemalt habe, dass es danach nicht mehr richtig schön aussieht. Aber wie gesagt, auch das habe ich für meine Verhältnisse, diesmal war ich damit zufrieden, dass ich da nicht zu sehr und zu viele reingemalt habe. Und übrigens, bei diesem Stift ist mir aufgefallen, der ist mir noch kein einziges Mal eingetrocknet. Ich muss sagen, der Uni Posca, wahrscheinlich auch, weil ich ihn so wenig verwendet habe, ist mir mittlerweile auch immer wieder, also die Spitze irgendwie eingetrocknet. Und das, muss ich sagen, hat mich jetzt echt so ein bisschen gestört, weil ich glaube nicht, dass der schon leer war, aber es ist mir jetzt bei 2 Stiften passiert, dass die halt relativ schnell trocken geworden sind vorne. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich sie relativ wenig verwendet habe, aber das fand ich schon nicht so schön. Und bei diesen Aero Color Professional Liner gibt es halt auch verschiedene Größen, verschiedene Minendicken und man kann sie, wie gesagt, neu auffüllen und man kann reinschauen, ob sie leer sind oder nicht. Und das kann ich bei den Uni Posca Stiften ja nicht machen, schauen, ob sie leer sind. Auf jeden Fall werde ich persönlich mir jetzt keine von diesen Uni Posca Stiften mehr nachkaufen, muss ich sagen, weil ich fand das jetzt, wie gesagt, die Farbe war jetzt auch nicht so flüssig wie von dieser Acryltinte hier, die ich nutze, sondern schon ein bisschen stockender. Eventuell halt ein bisschen
farbkräftiger, so möchte ich sagen. Aber das ist es mir dann auch nicht wert. Dann kann ich lieber zweimal diesen einen Strich nachmalen, anstatt dass ich immer wieder eingetrocknete Stifte liegen habe. Und mit diesem Stift, wie gesagt, ist mir das noch nie passiert, obwohl ich den jetzt genauso lange habe wie den einen Uni-Posca mit der Strichdicke. Und ja, also das kann ich nur sagen, ich werde mir diese Uni-Posca nicht mehr nachkaufen, sondern höchstens von diesem Stift noch verschiedene Stiftdicken, also Minendicken, würde ich dann wahrscheinlich noch eine Stufe größer noch nachkaufen. Wie ihr seht, habe ich es echt geschafft, nur eins weiße Härchen ins Fell einzubringen. Ja, wie gesagt, man kann das damit auch recht schnell übertreiben, finde ich. Und ich persönlich mag das halt auch nicht so gern, wenn das halt alles voll weißer Strichel ist. Übrigens, wenn ihr keinen solchen Stift habt, ihr könnt zum Beispiel auch einen weißen Gelstift nehmen oder weiße Gouache. Das geht natürlich auch. Wenn ihr Gouache verwendet, packt ihr da einfach so ein kleines bisschen Wasser dazu, damit es so ein bisschen dünnflüssiger wird und könnt die dann ganz einfach mit einem Pinsel, mit einem kleinen, feinen Pinsel auftragen. Besonders für kleinere Motive finde ich halt so ein Stift angenehmer und ein bisschen schneller. Und deswegen nehme ich bei solchen Motiven dann so einen Acrylstift. Aber ich finde, auch wenn es halt wenige weiße Striche sind, haben sie halt doch schon eine große Wirkung. Und hier war jetzt meine Lösung für das Problem, dass ich keine richtige, oder das anfangs nicht hinbekommen habe mit dem Dry Brush. Und zwar habe ich mit dem Stift gemalt und habe das dann an manchen Bereichen einfach mit dem Finger wieder weggetupft. Und das bewirkte einfach, dass man so ein bisschen Struktur drin hatte durch den Fingerabdruck und dass es nicht ganz so weiß war, als wenn man das so aufträgt. Hier seht ihr das auch, dass ich das auch im Gesicht mache. Und wie gesagt, das bewirkt einfach dass ich das einfach wegtupfe sozusagen, wenn das noch feucht ist, dass es nicht ganz so strahlend weiß bleibt, sondern dass es nur noch leicht aufgehellt wirkt. Also wie gesagt, das war jetzt meine Lösung für die Stellen, vor allen Dingen, wo ich das nicht mit der Dry Brush Technik so gut hinbekommen habe, dass ich da einfach mit dem Acrylmarker rübermale und wenn der noch feucht ist, da einfach mit den Fingern rauftupfe und durch, wie gesagt, die Fingerstruktur oder diese, ja, die man am Finger halt hat, den Fingerabdruck, ist diese Struktur halt so ein bisschen entstanden. Und ja, ich kann nur immer wieder betonen, einfach ausprobieren. Auch einfach, wie gesagt, mal mit den Fingern malen ausprobieren. Ich habe auch schon mal Aquarell mit den Fingern so vermalt, weil es nochmal ein ganz anderes Feeling ist, wenn man das so macht. Man hat eine ganz andere Kontrolle irgendwie über die Farbe. Probiert das einfach mal aus. Einfach auf dem Schmierblatt mal, wie gesagt, es ist auch einfach mal ganz interessant, auch was für Effekte man damit erzielen kann. Wie gesagt, das war jetzt einfach nur so eine Idee, die ich hatte. Und für mich persönlich, wie gesagt, hat sie halt funktioniert. Und so findet man, wie gesagt, auch immer wieder Lösungen für Probleme, beziehungsweise so kann man auch dann schauen, wie man Bilder noch retten, beziehungsweise so machen kann, dass sie einem ein wenig besser noch gefallen.
Und es gibt ja so viel weitere Möglichkeiten, auch wie man dieses Motiv umsetzen kann. Auch zum Beispiel, dass man einen Hintergrund macht oder. Wie gesagt, probiert da aus. Wenn ihr das nachmalt, postet das und das auf Insta postet, schreibt da gerne den Hashtag VitasArtworks, alles klein und zusammen, damit rein. Denn wie gesagt, auf den Hashtag schaue ich immer wieder vorbei und dann werde ich halt auch eure Bilder sehen. Ja, ich fand das bei dem Eisvogel war das, glaube ich, der Fall, dass das auch relativ viele nachgemalt haben, den Livestream in Buntstift. Das fand ich halt ganz cool, die verschiedenen Umsetzungen zu sehen. Und wie gesagt, eine Vorlage und so viele verschiedene Bilder, wo man dann halt auch die einzelnen Stile dann gesehen hat. Also war schon cool. Also nutzt den, wie gesagt, gerne oder markiert mich dann auf dem Beitrag oder irgendwie sowas. Dort, wo mir die Struktur, so nenne ich es mal, vom Geweih schon recht gut gelungen ist, da habe ich nicht mehr so viel gemacht, weil ich das halt auch einfach nicht mehr, ich sag mal, versauen wollte an der Stelle, dass ich dann nachher zu viel mit Weißrübe male. Deswegen, wie gesagt, habe ich auch nicht mit Gouache gearbeitet, weil ich dachte, vielleicht mit weißer Gouache diese diese Dry Brush Technik ausprobieren, aber dann dachte ich mir, mit Gouache, ja, da ist es dann halt auch oftmals bei mir so, dass es dann schnell zu viel wird, also zu viel weiß und deswegen, wie gesagt, habe ich diese Methode verwendet, die für mich ja auch ganz gut hingehauen hat. Ich glaube, wir haben es gleich auch schon mit dem Acrylmarker geschafft. Und hier seht ihr mal, also Finger auf jeden Fall danach waschen. Sonst nicht so schön. Und jetzt war ich so schlau und habe mir den Bereich abgedeckt, wo keine Farbspritzer drauf sollten. Und habe jetzt recht viel Wasser und Farbe auf den Verwaschpinsel genommen, der ja auch recht viel Wasser und Farbe hält, und habe damit einfach ein paar Spritzer auf das Papier gebracht. Und somit konnte ich auch so ein bisschen die Spritzer kaschieren, die mir aufgrund eines vorherigen Fehlers sozusagen passiert sind. Oben beim Geweih hattet ihr ja gesehen, dass da Farbspritzer sind, die ich ja eigentlich unten haben wollte, aber damit hingekommen sind, weil ich das halt nicht abgedeckt hatte. Aber wie gesagt, so sind sie jetzt kaum noch erkennbar, weil da ja Farbspritzer sind. Und Farbspritzer, genauso wie diese Tropfen, die jetzt zum Beispiel vorm Geweih hängen, finde ich persönlich halt sehr schön bei einem Aquarell. Wenn jetzt irgendwo was hingekommen ist, was ihr irgendwo nicht haben wollt, könnt ihr das ganz einfach wegtupfen. Wichtig ist, da müsst ihr halt relativ schnell sein beim Wegtupfen von den Farbspritzern, die ihr nicht haben wollt, weil sonst sieht man das halt auch im Nachhinein. Jetzt habe ich noch einfach einzelne Farbspritzer so ein bisschen größer gemacht und bei einem einfach noch so einen Tropfen auch angedeutet. Und wie gesagt, für mich machen die Spritzer das Bild halt irgendwie vollständig. Ich mag das so. Es mag nicht jeder. Es ist auch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, mir gefällt das so. Auch, dass ich halt viele verschiedene große Spritzer habe, also mal relativ kleine, mal ein bisschen größere und mal ein bisschen hellere und mal ein bisschen dunklere. Da habe ich extra dann ein bisschen mehr Wasser dann zu der Farbe hinzugegeben, damit ich auch mal ein paar hellere Farbspritzer habe. Hier lasse ich jetzt noch einen Tropfen
aus den einen Farbspritzer laufen. Und hier seht ihr auch schon das fertige Bild. Das ist also mein fertiges Bild vom Hirsch. Wie gesagt, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Vor allem schaut euch mal an, in welcher Zeit wir das geschafft haben. Hier seht ihr das nochmal alles ein bisschen von nahen. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat das Video ein wenig weitergeholfen. Dann lasst wie immer natürlich gerne ein Like da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und schreibt mal super gerne in die Kommentare rein, wie euch das Video gefallen hat. Hier zeige ich euch jetzt nochmal eine Stelle, die mir sehr gut gefällt beim Geweih, diese beiden Stellen nämlich. Und auch der Halsbereich vom Hirsch gefällt mir halt richtig gut. Das Zusammenspiel von den Farbspritzern und diesen feinen Linien, ja, das finde ich passt einfach. Ja, und wenn ihr mehr Videos anschauen wollt, schaut gerne auf diesen beiden vorbei, die ich euch jetzt noch anzeigen lasse. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin kreativ. Bis dann!